Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU17 auf dem Paladin-Server und es soll gar nicht großartig hier um meinen Account gehen. Ja, der ist jetzt noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden, würde ich mal so sagen. Denn es geht vielmehr um die Top-Paladine hier auf dem Server. Unter anderem halt eben, oder sagen wir mal genau deswegen hier auch das Video heute zu Turor, der Stufe 337 ist. Turor macht eben so seine Turor-Dinge, die er sonst auch so macht und hat hier auf jeden Fall die Spitze des Servers erklommen, was aber ja relativ, sage ich mal, normal ist für einen Turor zum Serverstart, der ein bisschen Bock hat zu pushen. Der kann auf jeden Fall, oh übrigens, Davalon spielt hier auch wieder, sehe ich gerade. Grüße gehen raus an der Stelle auf jeden Fall. Und was für Turor aber auf jeden Fall normal ist, aber was tatsächlich schon relativ heftig ist, wenn wir mal einfach in die Statistiken schauen. Ja, und zwar zu den Paladin haben wir hier einmal sowohl bei der Stufe, wo er jetzt momentan auf Platz 2 ist, ja, ein Level hinter Platz 1, aber viel, viel heftiger eben auch bei den Total Stats, beziehungsweise bei Hauptattribut und Ausdauer, ist Turor jetzt weltweit auf Platz 1 bei den Paladin und das ist deswegen so krass, weil wenn man sich anschaut, wann der Account erstellt worden ist von Turor, ist er ja eben zum Serverstart von EU17 erstellt worden. Das war ein Freitag, der 13. Ja, hier sehen wir das Erstelldatum von Turor. Und wenn wir das dann einmal vergleichen mit den Platz 2 momentan gerade, sehen wir auf jeden Fall, dass das Ganze... Warte mal, nee, das ist gar nicht, das ist hier gar nicht, das ist auch sehr krass. Übrigens, auf EU17 haben wir hier, zwei, die richtig krass aufgeholt haben, aber wir gehen mal auf Platz 3, ja, das ist nämlich jetzt auf einem etwas älteren Server und da sehen wir zum Beispiel, wenn man hier ganz zurück scrollt, dass sich hier der Account am 6.12. erstellt worden ist und das war der Tag, an dem der Paladin weltweit released worden ist. Das heißt, wir haben einfach eine Zeitspanne zwischen dem 6.12. und dem 13.12. zwischen einem alten Server mit besten Voraussetzungen, Tausender Ritterhalle, top ausgebauten Gildenboni. Ja, also die Startvoraussetzungen sind natürlich unglaublich viel besser und natürlich auch die Zeit, die sich dazwischen abgespielt hat, zu einem neuen Server, wo die Gildenausbauten erstmal ausgebaut werden müssen, die Ritterhalle auch noch nicht so hoch ist und dementsprechend auch noch nicht so krass gepusht werden kann. Ja, haben es trotzdem hier Spieler geschafft, vor allen Dingen Turor als auch der Kanis, ja, sich die ersten 2 Ränge zu holen vor denen, die halt sich eben ihre Accounts erstellt haben, als der Paladin released worden ist. Halt wie gesagt eine Woche oder so vor EU17 gelauncht worden ist und da halt eben die meisten den Paladin angefangen haben, ja, und trotzdem haben es Turor und Kanis jetzt hier auch schon mittlerweile geschafft, die Frühstarter auf alten Servern zu überholen, auf einem neuen Server, ja, und das ist wirklich sehr, 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 sehr heftig, muss ich mal so sagen. Beim Level ist es noch nicht ganz so weit, aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich in kurzer Zeit wahrscheinlich auch der Fall sein, dass wir hier Turor auch als höchsten Paladin momentan dann sehen werden. Was natürlich sehr krass ist, wir haben hier 4000er und 3510er Basis-Stat-Punkte bei Turor und ich gehe mal von aus, dass jetzt halt eben der Legendary Dungeon bei ihm jetzt halt eben besonders gut reingehauen hat. Ja, ich denke mal, er wird wahrscheinlich so seine etwas größere dreistellige Summe an Runs
gemacht haben. Ja, also da gehe ich fest von aus. Ich weiß nicht, wie viele Runs es jetzt mittlerweile so sind. Vielleicht taucht da zum Ende des Legendary Dungeons noch irgendwie so ein Screenshot auf oder so, wo man dann halt sehen kann, wie viele Runs er jetzt mittlerweile schon gemacht hatte. Aber es ist ja auch wirklich nicht ungewöhnlich, dass er weit über 500 Runs vielleicht gemacht haben könnte. Keine Ahnung. In der Vergangenheit ist es schon öfter vorgekommen, dass dies der Fall gewesen ist. Ich weiß nicht, ich glaube, sein höchstes waren irgendwas um die 700, 800 Runs oder so in einem Legendary Dungeon. Also es ist schon sehr, 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 sehr krass. Ja. Grüße gehen raus, auch an alle Leute, die hier auf dem Server spielen. Ja, es sind wirklich viele Leute, die hier am Start sind, die man auch so kennt, die man vom Namen her schon öfter mal gehört hatte. Ja, auch bei The Magazine haben wir hier viele Pilot, unter anderem auch. Schöne Grüße gehen raus hier an der Stelle, oder auch von den Palahons. Es sind auch viele Leute dabei, deswegen Grüße auch an die Gilde. Ja, der Name gefällt mir nach wie vor auch sehr, sehr gut von der Gilde hier, und deswegen viel Erfolg, viel Spaß auch weiterhin hier auf dem Server EU17. Ich bin gespannt, wie sich das noch so weiterentwickeln wird. Also servertechnisch, wie gesagt, finde ich es eher uninteressant, muss ich sagen, da man halt eben 80% gefühlt den Paladin hier auf dem Server hat. Die Statistik ist jetzt, glaube ich, mittlerweile bei 60% oder so, was immer noch sehr viel ist. Was ja auch klar ist, der neue Server, wo der Paladin released worden ist, spielen natürlich die Leute auch drauf. Allerdings ist es für mich persönlich nichts, immer gegen die gleiche Klasse zu kämpfen. Und ich bin mal gespannt, wann der Turo auch hier wieder aufhören wird. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er einen Account Langzeit durchspielt, weil bisher ist es so noch nie passiert. Ja, es könnte sein, dass jetzt der Paladin anders ist, aber ich glaube eher nicht. Wenn es hier in Richtung Dungeon-Pause nachher zugeht, müssen wir schauen, ob hier dann das Interesse noch da ist oder nicht. Aber ich wollte euch auf jeden Fall mal zeigen, dass schon sehr krass ist, obwohl der Paladin schon seit dem 6. Dezember draußen ist und der Serverstart hier am 13. war, es trotzdem jetzt hier mittlerweile schon eben Spieler gibt, die halt eben die Leute vom 6. Dezember überholt haben. Und das halt eben unter etwas schlechteren Voraussetzungen. Ja, denn auf alten Servern, da kann man easy in eine Gilde reingehen, die Tausender Ritterhallenpunkte haben, und das scheppert dann schon ordentlich von den Steinen her. So, und auch natürlich die Boni wurden natürlich von vornherein direkt am Anfang genutzt, wie halt auch zum Beispiel die Raids. Ja, und das sind halt eben alles so eine Sachen, mit denen spielen die Leute hier auf dem Server eben noch nicht. Und das ist halt eben noch gerade mal ein Nachteil, beziehungsweise müssen sie halt zusätzlich irgendwie ausgleichen zu den Leuten, die halt eben auf älteren Servern direkt angefangen haben. Ne? Deswegen ziemlich spannend. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Werde ich auf jeden Fall mal so ein bisschen hier und da auf dem Schirm haben. Und ja, mal gucken, wie wir hier weitermachen auf dem Server. Ich werde auf jeden Fall, denke ich mal, so in Richtung 300 oder so pushen. So richtig viel Krasses habe ich hier tatsächlich jetzt nicht so geplant auf dem Server. Aber solange es noch Spaß macht und solange wir noch so ein bisschen immer Level pushen können, dann werden wir hier auch, denke ich mal, noch ein bisschen weitermachen. Ne? Auch wenn ich hier jetzt schon den einen oder anderen Tag schon mehr oder weniger verpasst habe auf dem Server hier. Ich habe immer noch nicht diesen Dungeon hier freigeschaltet, obwohl ich den schon längst in der Alu hätte finden können. Ne? Aber ja, ich habe hier auch ein bisschen geschludert auf jeden Fall auf dem Server, wodurch ich wahrscheinlich jetzt auch wieder ein bisschen weiter hinten in der Gilde bin, denke ich mal. Ja, aber ich denke, das kriegen wir mit einem relativ einfachen Push auch wieder ausgeglichen. Ich hoffe, ich kriege es vielleicht noch hin, hier auf dem Server noch einmal den Legendary Dungeon durchzuspielen oder so, dass wir noch ein bisschen Equipment kriegen. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Vorher würde ich tatsächlich aber ganz gerne nochmal irgendwie ein bisschen den Dungeon tryen hier, damit wir noch ein bisschen höheres Level bekommen für den LD, dass wir da dann auch tatsächlich ein bisschen mehr von haben.
Ja, so, den heimsen wir uns noch ein. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt auch den Schlüssel bekomme hier, ne? Dass wir hier schon pushen können. Nö. Aber wir können ihn in den Waffenladen auch kriegen, ja. Dann gucken wir einfach mal in den Waffenladen. Guck mal, da ist er auch schon direkt. First Try hier fast. Ja, und dann können wir hier noch zum Ende der Folge nochmal so einen kleinen Mini-Push nochmal ansetzen, damit wir hier nochmal ein paar Level machen, bevor wir in den LD reingehen. Ja, Pilze haben wir auf dem Server auf jeden Fall ausreichend erstmal, würde ich sagen. Für das, was wir vorhaben, ist das, denke ich mal, vertretbar. Und es sollte eigentlich reichen. So, erstmal weg damit. Ne, da wollen wir noch nicht. Ne, da wollen wir noch nicht rein. So, ich gucke einfach nur mal ganz kurz, wie schnell wir hier vorankommen. Ja, die Dungeon Tries sind jetzt bisher auch nicht wirklich, denke ich mal, zeigenswert oder sehenswert, weil die relativ easy sind. Und ja, guck mal, so schnell kann man sich hier schon durch den Dungeon klickern. Das ging jetzt dann doch ein bisschen schneller als gedacht, tatsächlich. Ja. Jetzt liegt es hier nur noch an der Mordmaschine, die zu besiegen, damit wir hier noch den nächsten Dungeon dann direkt freischalten können. Der wird ein bisschen schwierig, beziehungsweise ja, war der jetzt schon ein bisschen schwierig gewesen. Aber wenn wir den kriegen, dann kommen wir in der Schwarzschädelfestung auch noch ein bisschen weiter. Und dann sieht das Ganze doch schon gar nicht mehr so schlecht aus, würde ich sagen. Ja, vielleicht holen wir uns noch eine andere Waffe, vielleicht noch auch neue Steine. Ich denke mal, die sollten mittlerweile auch schon wieder um einiges besser sein als die, die ich habe. Wir haben auch jetzt feste Festung, das heißt, lohnt sich tatsächlich auch mal hier so ein bisschen zu tryen, ein paar Steine zu bekommen, wenn wir auch die bekommen würden, die wir brauchen, was jetzt leider bisher noch nicht der Fall gewesen ist. Ja, weg damit. Ja. Und dann sollte es das eigentlich auch schon werden mit der Mordmaschine. So, da haben wir einen blauen Stein. Ja, den kann man schon mal austauschen, würde ich sagen, ne? Wir haben ja den Schmied auch hier auf dem Server schon, das heißt, wir können auch ein bisschen tauschen von den Steinen her. Ne? Hier die Schuhe, die werde ich wahrscheinlich in Kürze auch auswechseln, aber den Stein kann ich mir ja dann auch notfalls jederzeit hier rausholen nochmal aus dem Item, deswegen eigentlich relativ easy. Ja. So, bevor ich mich aber neu equippe oder irgendwas mache, wollte ich eigentlich sehr gerne, Dankeschön, die Mordmaschine down haben, damit wir vielleicht hier noch ja, den einen oder anderen kriegen. Ich weiß es nicht. Wir gucken nochmal. Es wird auf jeden Fall schon ein bisschen teurer. Ja, das sieht man schon. Vielleicht bräuchten wir dann doch neues Equipment. Eine neue Waffe wäre jetzt vielleicht nicht verkehrt. Oh, hier haben wir noch ein neues Item. Da können wir eigentlich auch nochmal direkt einen Stein suchen. Ein bisschen Stärke. Ein bisschen mehr Stärke wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn wir das irgendwie noch kriegen. Aber Stärke war auf dem Server hier schon immer Mangelware. Also hier ist mir die Mine wirklich nicht treu. Ja, das muss man mal so sagen. So, rein damit. Und das kann alles weg. So, und ja, dann schauen wir mal. Ich weiß nicht, wir können mal kurz im Waffenladen gucken. Wie sehen die Waffen jetzt mittlerweile aus? Hier, plus 26. Ja. Ja, kann man sich so langsam überlegen, würde ich sagen. Wenn man da eine richtig gute Spanne findet, kann man das, denke ich mal, machen. Aber ja, ich denke mal, für die heutige Folge soll es das erstmal soweit gewesen sein. Ja, ich wollte euch eigentlich hauptsächlich nur zeigen, was hier so auf dem Server in der Rangliste so abgeht. Dass es auf jeden Fall ziemlich heftig ist, heftig dahergeht und das hauptsächlich eigentlich durch den Legendary Dungeon. Sehr schön, haben wir den auch noch. Den können wir uns ja noch mal nebenbei anschauen. Ja, durch den Legendary Dungeon so extrem geboostet wird. Ne? Und ja, deswegen mal gucken. Mal schauen, wie es danach weitergeht. So, finsterer Reiter. Ja, was haben wir hier geschafft? Wir müssen uns auf jeden Fall gut geheilt haben, denke ich mal. Oder einfach geblockt. Ja, oder einfach die ganze Zeit geblockt. Gut, das kann auch sein. Ja, Vierer Heal-Kombo oder so, ne? Aber ich glaube, ein Hit und wir wären trotzdem weg gewesen. Naja, Freunde, das war's aber erstmal soweit von dem Paladin-Server hier. Ich wünsche euch einen super schönen Tag, einen schönen zweiten Weihnachtstag auf jeden Fall.
genießt die Zeit noch, eine schöne, entspannte Weihnachtszeit weiterhin, auch wenn ich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber null momentan in Weihnachtsstimmung bin. Echt wirklich kaum null, aber es liegt auch am Wetter. Also bei uns ist die ganze Zeit Regen, Nebel und so. Es ist wie Herbst. Ne? Also, naja, gut, aber das ist ein anderes Thema. Freunde, danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.